Aufständische in Syrien sind in die umkämpfte Stadt Hama eingerückt. Die syrischen Regierungstruppen haben sich nach eigenen Angaben aus der Stadt zurückgezogen. Bei ihrer Offensive sollen die Aufständischen am Wochenende bereits die Stadt Aleppo im Norden Syriens weitgehend eingenommen haben. Hama gilt als wichtiger Knotenpunkt in Syrien, der das Zentrum des Landes mit dem Norden sowie mit dem Osten und Westen verbindet. Bei ihrem Vorstoß haben die Rebellen offenbar ein russisches Radarsystem erbeutet. Syrische Staatsmedien dementieren dagegen den Durchbruch. Zugeschaltet ist mir jetzt Professor Simon Wolfgang Fuchs. Er ist Professor für Nahoststudien. Willkommen hier bei Welt. Was erleben wir da gerade in dem Land von Assad mit dem Vormarsch auf Aleppo, durch Aufständische, durch Rebellen, durch den IS, wie auch immer? Das andere ist, das ganze Bild ist ja ein Konglomerat aus ziemlich wilden Informationen, ohne dass man genau weiß, wer kämpft da jetzt aktuell gegen wen. Absolut, also die Lage ist wirklich dramatisch und hat auch Beobachter, die sich jeden Tag mit Syrien beschäftigen, sehr stark überrascht. Was wir die letzten Tage gesehen haben, hatte niemand wirklich auf dem Zettel. Und ich fand es jetzt auch nochmal sehr interessant zu sehen, wie das syrische Regime die letzten Tage jetzt quasi immer wieder betont hat, Hama wäre sicher. Hier hat man alle Kräfte zusammengezogen, die sehr erfahren sind, die auf jeden Fall das Desaster von Aleppo verhindern können. Und es gab auch Gefechte, das ist nicht von der Hand zu weisen, aber eigentlich sehen wir wieder ein recht ähnliches Muster. Die syrischen Kräfte scheinen wirklich sehr ausgelaugt und haben eigentlich dieser Allianz an Rebellen relativ wenig entgegenzusetzen. Ist da möglicherweise das Ende von Assad eingeläutet oder ist es noch zu früh, darüber zu spekulieren? Was jetzt passiert mit dem weiteren Vorrücken der Rebellen, jetzt kommen sie in Gebiete, die auch für die Hisbollah zum Beispiel von großer Bedeutung sind, die näher am Libanon auch gelegen sind. Hier ist jetzt die Frage, inwieweit sich diese Gruppe auch beteiligen wird. Bisher haben wir schon Berichte über getötete iranische Revolutionsgarden und auch russische Soldaten gesehen, die aber nur in kleineren Einheiten an den Frontlinien eingebettet waren. Es ist die Frage, ob Hisbollah jetzt in größerer Art und Weise auch eingreift und ob das Regime tatsächlich auch noch auf Truppenteile zurückgreifen kann, die wirklich eine höhere Kampfkraft haben. Das scheint im Moment wirklich nicht der Fall zu sein. Wir haben auch große Absatzbewegungen gestern schon gesehen aus Homs, dass Zivilisten weiter Richtung Damaskus fliehen und es brennt eigentlich auch überall im ganzen Land. Also im Nordosten, in der Provinz Raqqa, wir haben auch im Süden in Daraa. Also ich glaube, es ist wirklich seit 2015 die größte Herausforderung, denen sich das Regime derzeit gegenüber sieht. Wenn Damaskus fällt und damit Assad, Herr Fuchs, was würde das bedeuten, nicht nur für das Land, sondern für die gesamte Region? Ein weiterer, völlig unübersichtlicher Konfliktherd, von dem man nicht weiß, wie möglicherweise daraus ein Flächenbrand verhindert werden kann? Syrien war natürlich jetzt auch schon gespalten mit verschiedenen Gruppen, die Teile des Landes kontrolliert haben. Natürlich diese Provinz Idlib, aus der jetzt Hayat Tahrir al-Sham, diese Rebellenallianz, hervorgebrochen ist. Wir hatten aber auch mit der Türkei alliierte Gruppen in der Nähe und auch kurdische Gruppen im Norden des Landes, die Teile kontrolliert haben, teilweise in Absprache mit der syrischen Armee. Also es war vorher schon unglaublich übersichtlich. Ich denke, was im Moment passiert und was wirklich etwas unerwartet ist auch, ist, dass von der Seiten vieler Syrer diese Rebellenallianz Hayat Tahrir al-Sham, die eben einen islamistischen Hintergrund hat, auch anders gesehen wird. Also gestern gab es auch Statements von Seiten der Kurden, die gesagt haben, naja, wir müssen betonen, im Endeffekt sind sie auch Syrer und sie haben sich geändert, sie haben sich gewandelt. Sie glauben, dass das auch Gruppen sind, mit denen man jetzt zusammenarbeiten kann. Also im Moment hat man das Gefühl, es besteht sehr viel Optimismus auch von syrischer Seite, dass wirklich die Versprechen der syrischen Revolution von 2011, 2012 mit großer Verzögerung von 12 Jahren doch jetzt umgesetzt werden können. Das bleibt aber noch abzuwarten. Aber die Rebellen haben zumindest signalisiert, dass sie Minderheiten schützen wollen, dass die Zivilbevölkerung sicher ist. Und das ist jetzt die große Frage, ob sie nur Kreide gefressen haben oder ob wirklich da auch konkrete Taten folgen werden. Sagt Professor Simon Wolfgang Fuchs, Professor für Nahoststudien. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Fuchs. Sehr gerne.